In diesem Film geht es ja um den wichtigsten Part, um die Herstellung des Gunwale Frame und der anderen Rahmenteile. Und der Gunwale Frame ist das so wichtig, dass er ja meinen Booten den Namen gegeben hat. Deswegen heißen die Frame. Der ist das einzige Teil, was praktisch vorher so weit festlegt, wie breit wird das Boot, wie lang wird das Boot und welchen Schwung kriegt die Sylrandlinie. Das wird also vorher festgelegt durch den Rahmen, den man baut. Ich nehme für diesen Rahmen, also für die Längshölzer, nehme ich meistens nordische Kiefer. Da suche ich mir ein möglichst leichtes Brett raus. Für alle Querstücken, also auch für die Mittelabknieholme oder Sitze, nehme ich dann Cedar Western Red, also rote Cedar. Die ist schön leicht und sehr stabil. Und wenn ich diese Mittelsitze baue, also diese etwas breiteren Sachen, dann wird dann in der Mitte noch ein Stückchen Hartholz dazwischen geleimt. Das ist meistens Maple, also Ahorn. Ihr habt ja gesehen, dass ich kein waldfeuchtes Holz nehme. Waldfeuchtes Holz kann man biegen einfach durch Erhitzen. Das hat noch genug Feuchtigkeit. Hier, ich nehme ja nur kammergetrocknetes Holz und wenn das dann gehobelt ist, dann muss man das sozusagen langsam erst wieder überreden, feucht zu werden. Das geht nicht durch Einweichen. Das geht nur, wenn man es über 3 Tage lang immer wieder mit Wasser besprüht. Es ist so, ich biege hier Hölzer
Die kommen im Fachbuch für Holzbiegetechniken gar nicht vor, weil sie als ungeeignet gelten. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Bei dieser Methode, das auf den Werkstattfußboden zu schrauben, hat man den Vorteil, dass man jetzt Unebenheiten noch ausrichten kann, weil der Rahmen sollte schon möglichst exakt symmetrisch sein und außerdem muss er ins Boot spannungsfrei eingebaut werden. Also da sollte man, das Ausrichten sollte vorher passiert sein. Wenn euch der Schwung des getrockneten Sylvandrahmens, des Gunwale Frames nicht gefällt, dann solltet ihr nach dem ersten Biegen und nach dem Trocknen, was mehrere Tage dauern muss bei trockenem Wetter, dann einfach den Rahmen nochmal in kochendes Wasser stellen und nochmal nachbiegen und dann natürlich auch wieder gut trocknen lassen. Dann kriegt man den Schwung hin, den man haben möchte. Ich habe die Boote früher ganz klassisch ohne Sitze gebaut, nur mit dem Mittelquerholm, also dem Thwart, Mittelthwart oder der Ducht, wie man im Deutschen sagt. Dann bei den Solobooten habe ich den um eine Bindung aus der Mitte gerückten Abknieholm gemacht, den man auch schon als schmalen Sitz bezeichnen kann. Und dann gab es immer wieder Leute, die sagten, das ist mir zu schmal, ich will doch lieber einen etwas breiteren Sitz haben. Also habe ich da auch über viele Jahre probiert, wie ich das mache. Also nicht nur, also es gab eingehängte Sitze, die gibt es auch immer noch für Leute, die das möchten. Aber dieser
fest installierte Sitz, den baue ich jetzt auf die Weise, die man hier eben auch in dem Video sieht. Und dazu nehme ich genau wie für die anderen Dochten eben diese Westernrad-Zähler, und meistens wird die dann laminiert und gebogen und die Abhängestücken werden eben aus Hartholz gemacht. Es gibt auch Menschen, die wollen ein anderes Holz. Das Problem ist bloß, ich versuche eigentlich überall so viel wie möglich an Gewicht einzusparen. Also bei dem Boot, was ich jetzt baue oder gebaut habe, denn das ist ja inzwischen fertig, war ich erstaunt, dass ich durch die Auswahl der Hölzer dieses Tandemboot, was als Solo gefahren wird, auf 22 Kilo vom Gewicht begrenzen konnte. Das ist ganz erstaunlich. Die Boote sind sonst meistens 2 bis 3 Kilo schwerer, wenn ich sie mache. Das Soloboot wiegt, also auch je nachdem, was ich für Hölzer habe und wie leicht die sind, wiegt eben immer so zwischen 20 und 22 Kilo. Meistens komme ich so bei 21,5 Kilo an. Das ist, denke ich mal, nicht weiter auszudünnen.
Ja, jetzt habt ihr also gesehen, wie man den Gunwale-Frame baut, also das Herzstück. Das ist das, was ja bei der Serie, wir im Jahr 2020 gemacht hatten, über den Bau dieser Boote, was noch gefehlt hat, was eigentlich als wichtiges Teil dieser ganzen Serie voransteht. Der Gunwale-Frame ist jetzt nach mehr als 20 Stunden Arbeit fertig. Unüblich für das klassische Boot habe ich hier einen Mittelsitz eingebaut, weil dieses Boot auch solo gefahren werden soll und der Nutzer möchte einen breiteren Sitz haben.